Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Heute reden wir über die Weltklasse von Ottmar Schork, kann man sagen. Denn er hat es geschafft, seine Wunschsumme für Christian Tietz zu erhalten. Plus beide Co-Trainer. Und damit sollte jetzt auch der Deal durch sein. Und damit können wir dann offiziell sagen, das Kapitel Tietz ist abgeschlossen. Das, was sich mittlerweile sehr viele wünschen, damit endlich mal der Schlussstrich reinkommt und auch alles offiziell gemacht werden kann. Es könnte sein, dass es dann heute schon soweit ist, dass alles offiziell gemacht wird. Hannover hat ja sehr viel Druck über Social Media oder auch über Kind bekommen, der da auch nochmal gegen die Vereinsführung und vor allem auch gegen Tietz geschossen hat, dass man ihn noch langsam mal das fertig machen soll und auch Tietz mal sagen soll, dass er jetzt für Hannover trainieren will, obwohl er das eigentlich gar nicht will, denn das hat er vor 2 Wochen so gesagt, dass er keinen Zweitligaverein mehr trainieren will. Nun ist er aber in der zweiten Liga wieder zurück, kann man sagen, denn für die erste Liga hat es scheinbar nicht gereicht, denn da wollte ihn kein Verein dann letztendlich unter Vertrag nehmen. Zudem hatte er dann noch in der Saison, beziehungsweise jetzt letztens, Schalke klar abgesagt, auch mit der Begründung, dass er nicht in der zweiten Liga trainieren will. Gleiches gilt auch für Elversberg, die er klar abgesagt hat. Und eigentlich war das bei Hannover auch der Fall. Nun steht er dann aber bei Hannover unter Vertrag. Und hier möchte ich auch gerne mal die Hannover-Fans fragen, wie fühlt sich das eigentlich an? Denn er hat klar Nein gesagt, kurzzeitig. Ja, persönlich würde ich damit nicht gut leben können. Aber was man klar sagen muss für die Hannover-Fans, das ist ein guter Trainer, wenn ihr ihm Zeit gibt. Also muss man hier das ganz klar sagen. Und jetzt hat nun unser wohl größter Leaker geleakt vom FCM, dass es, wenn es stimmen sollte, Hannover 700.000 für Tietz bezahlt hat. Bar, kann man sagen, oder halt über Überweisung für beide Co-Trainer und Tietz. Und wenn Hannover in den nächsten 3 Jahren aufsteigt, weil er einen Vertrag bis 2028 unterschreiben wird, wir nochmal 300.000 weitere Bonis bekommen würden. Damit hätten wir unsere Wunschsumme ganz klar erhalten. Und das ist richtig, richtig gut. Nachdem man erst 500.000 wollte und sich dann so gesteigert hat. Auch bei Reviersport war zuletzt gestern Abend noch zu lesen, dass Tietz geht und es jetzt auch offiziell ist. Nun haben 2 übereinstimmende Medienberichte. Zum anderen von einem Liga, der bis jetzt auch immer recht hatte. Transfers auch schon vorher geleakt hatte. Dem vertraue ich wirklich sehr. Wie gesagt, er weiß selbst noch nicht hundertprozentig, ob es stimmt. Deswegen würde es aber dann irgendwann mal durch die Leaks erfahren werden. Ich denke mal, die Summe werden wir sowieso so konkret nicht erfahren, aber das soll sie sein. Und dann müssen wir einfach unglaublichen Respekt zollen für Ottmar seine Arbeit. Das habe ich auch wieder überall in den Kommentaren gelesen und ich stimme euch da hundertprozentig zu. Viele sagen zwar, Ottmar Schork ist da zu unverhandelbar, mit ihm kann man nicht verhandeln, aber genau das macht einen guten Sportvorstand aus. Bei einem Verein, der nicht viel Etat hat. Ein Verein, der nicht die Möglichkeiten wie vielleicht Hannover hat, dann da einfach jeden letzten Cent rauszupressen und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Besser geht es nicht und ich glaube, mehr hätte man auch gar nicht rausholen können. Und dann ganz, ganz großen Respekt an Ottmar Schork, der das perfekt gelöst hat, meiner Meinung nach, schon den nächsten Trainer unter Vertrag gestellt hat, denn er wusste, egal was passiert, dass Tietz nicht mehr dieses Amt übernehmen kann vom FCM. Perfekt geklärt und auch hier eine richtig, richtig gute Summe noch rausgeholt für 1 Jahr Vertrag. Vergleichbar mit Kwasniok, der noch 3 Jahre Vertrag hatte bei Paderborn und für 1 Million gewechselt sein soll. Also hier sieht man schon ganz klare Parallelen, wenn man im Endeffekt vielleicht das Gleiche bezahlt für einen Trainer, der in die erste oder auch zweite gewechselt ist. Wirklich unglaubliche Arbeit, muss man hier ganz klar sagen. Da geht mein vollster Respekt raus und ich bin sehr, sehr stolz, so einen Mann in Magdeburg haben zu können. Das freut mich sehr. Aber was heißt das nun für Tietz? Ja, er geht auf Reise. Damit, er muss das Vertrauen, wie gesagt, von Hannover bekommen. Wenn er das nicht bekommt, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell ein Ende haben. Leider hat er auch seine Zeit bekommen. Jedoch muss man hier sagen, dass es dann auf einmal plötzlich zu Ende ging. Ich weiß nicht, ob das was Internes war oder so. Aber da gibt es dann auch viele Fragezeichen. Breitenreiter wurde dann relativ schnell rausgeschmissen. Und ja, jetzt versucht man Neuanfang, allgemein Neuanfang, glaube ich, in Hannover. Mit einem dicken Kaderumbruch jetzt auch mit Nicolo Tresoldi, wo sie vor allem wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Kleingeld herhaben.
Ja, ich wünsche ihm, wie gesagt, nur das Beste. Freue mich aber auch persönlich, dass jetzt das ganze Ding vorbei ist, dass jetzt alles geklärt sein soll. Aber finde es auch im Endeffekt schade, dass er nicht beim FCM bleibt. Wenn man jetzt vor der Saison das gesagt hätte, dass er geht, wäre das schon sehr, sehr hart gewesen. Ich glaube, mit Fiedler haben wir einen richtig guten Ersatz gefunden. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Ottmar da weiß, was er macht. Auch das hat er mehr als nur oft genug gezeigt. Mit Fiedler kommt ein richtig guter Trainer. Vielleicht bringt er den einen oder anderen Youngster von Stuttgart mit. Das würde mich auch riesig freuen, wenn man da vielleicht den einen oder anderen für unter 1 Million shooten kann, wo es wirklich gute Talente drin gibt, wo auch andere Zweitligavereine dran sind, hat man jetzt natürlich nochmal mehr Möglichkeiten. Und auch nochmal ganz wichtig, die Kaderplanung, die ist im vollen Gange und ich bin mir sehr sicher, dass wir demnächst auch den ersten Spieler vorgestellt bekommen. Es gibt ganz viele Gerüchte um den FCM herum, es werden Tag für Tag mehr und wenige Abgangsgerüchte. Und auch da muss man sagen, richtig gute Arbeit vom FCM, richtig gute Arbeit von Ottmar Schork. Wenn man nicht unbedingt die Verträge liegt, ist es auch unwahrscheinlicher, dass direkt Vereine anklopfen. Auch das klares Zeichen an die Konkurrenz. Man hat einen guten Kader, man will damit weiterplanen. Man kann die ganze Innenverteidigung nach aktuellem Stand halten. Das ganze Torwartteam, zudem auch fast das ganze Mittelfeld, außer natürlich Erhan Kuri, aber der auch in der Rückrunde nicht mehr unbedingt gespielt hat und keine Rolle mehr hatte, weil er einfach verletzt war. Und fast den ganzen Sturm kann man halten nach aktuellem Stand. Also man hat einen Kader vom Grundgerüst, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ich glaube, das verstehen auch viele Leute nicht. Wir haben gerade mal 6 Abgänge gehabt. Es werden vielleicht noch ein paar mehr nach den Laien. Aber nach aktuellem Stand 6 Abgänge plus 3 Spieler, die wieder zurückkommen von Laien. Das heißt, aktuell hast du nur 3 Abgänge. Natürlich wird sich da was noch tun bei den Laien. Eventuell wird wohl jeder von den Laien nochmal den Verein verlassen. Dann noch ein paar zusätzliche Abgänge, wie vielleicht Conor Krempicki, der vielleicht nicht Bank spielen will. Aber die müssen sich alle erstmal zeigen beim neuen Trainer und dann wird entschieden, denke ich mal. Oder vielleicht bei Robert Leipertz vielleicht ein Ausnahmefall, wird das schon früher gemacht. Werden wir sehen. Dann wird Fiedler seine Wünsche sicherlich schon geäußert haben, wenn er gerne haben möchte. Da arbeitet ja auch Ottmar sehr, sehr nah mit dem Trainer zusammen. Auch das ist richtig gute Arbeit. Ja, ich bin wirklich stolz auf diesen Verein, wie sie das gelöst haben. Wie raffiniert, wie entspannt. Und die Zeit hat für uns gespielt. Das hat man gemerkt. Zeitlich konntest du immer mehr Geld rausholen. Und vielleicht mit Andi Hoti können wir schon die über 1 Million Ablöse knacken, denn da sollen auch Gerüchte sein, dass es vielleicht geht für etwa 550.000 Euro. Das wäre auch ein richtig dicker Transfer. Ja, wirklich richtig gut gemacht von Ottmar. Das ist etwa sogar das, was wir letztes Jahr allgemein verdient haben. Die Hälfte schon. Also, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich sehr. Ich denke mal, für Fiedler wird man 300, 200, 100.000 bezahlen. Also nicht wirklich viel. Ja, Respekt geht raus. Lasst eure Meinung auch gerne in den Kommentaren da. Abo und Like nicht vergessen, würde mich auch riesig supporten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch schon bei der Trainervorstellung von Fiedler. Ich denke mal, dazu wird es dann auch nochmal ein extra Video geben. Haut rein, Leute.